Menschen, die Bücher lieben, die lieben Bücher und die wollen das gedruckte Wort haben. Wenn ich was anfassen kann und daran blättern kann, zur Seite liegen kann und später nochmal aufgreifen kann. Mich begeistert ein Buch, wenn es glaubwürdig ist, wenn es gut geschrieben ist, wenn ich merke, dieser Schriftsteller, der das Buch schreibt, steht mit Herz und Seele dahinter. Der Verlag wurde 1895, also vor 126 Jahren, von einem Pastor Conradi gegründet, beziehungsweise er spielte eine wichtige Rolle bei der Bücher- und Literaturarbeit in Deutschland und in Europa. Insbesondere die große Hansestadt Hamburg mit 500.000 Einwohnern hatte es Conradi angetan. Das Tor zur Welt als Angelpunkt für die globale Ausrichtung. Der Sinn war, diese Literatur so schnell, so weit wie möglich zu verbreiten, und zwar hauptsächlich durch Buchverkäufer, sogenannte Buchevangelisten. Das Grundstück am Grindelberg wurde zum Verlagsstandort für die Internationale Traktatgesellschaft. (1893) wurde der Hamburger Verein der Siebenten-Tags-Adventisten gegründet. Die Freie Kirche ist bis heute der Träger des Adventverlags. Vor dem Ersten Weltkrieg druckte und versandte das Hamburger Verlagshaus Schriften in 20 Sprachen. 1922 wurde aus der Internationalen Traktatgesellschaft der Adventverlag e.V., um christliche und gesundheitliche Schriften herauszubringen. Seit dem Gründungsjahr steigen die Umsatzzahlen der Zeitschriften und Bücher kontinuierlich. Ab 1934 folgt die dunkelste Epoche der Adventistenkirche in Deutschland. Eine Zeit der Anpassung, des Wegschauens und des Schweigens. 1943 fielen Teile des Verlagshauses den Bomben zum Opfer. Glücklicherweise blieb jedoch die Produktionsstätte mit den Maschinen stehen, sodass nach dem Krieg wieder adventistische Schriften gedruckt werden konnten. Während seiner zweiten Blütezeit wuchs der Adventverlag zu einem größeren mittelständischen Unternehmen mit zeitweise über 200 Mitarbeitern. Um die Buchevangelisation zu fördern, wurde 1947 zusätzlich der Saatkorn-Verlag gegründet. Besonders erfolgreich waren die Geschichtensammlungen Lebensbilder, die Kinderbibel Menschen in Gottes Hand und die Gesundheitsbücher der Heilkraft-Serie. Es folgt eine weitere Zeit des Umbruchs. Der Verlag musste sich selbst neu erfinden. Ab 1990 gab es gleich 2 Standortwechsel. 1994 der Umzug nach Lüneburg und 2009 der Umzug in den Pulverweg, der heutige Standort des Verlags. Neue Strukturen und Ideen müssen realisiert werden, um den Verlag ohne die Arbeit der Buchevangelisation zukunftsfähig zu machen. Die Auflagen waren klein und es hat Jahre oder Jahrzehnte gedauert, bis die Bücher ausverkauft waren. Ein Verlag lebt aber davon, dass es mehrere Auflagen eines Buches gibt, um die Kosten wieder hineinzubekommen. Und da schenkte Gott mir eine Idee, die uns sehr geholfen hat, nämlich den sogenannten Leserkreis Adventverlag. Den Leserkreis kann man sich so vorstellen wie ein Bücherclub. Die Leserkreismitglieder verpflichteten sich, vierteljährlich das abzunehmen, was wir herausgebracht haben. Denn hätten sie wählen müssen, hätten wir das Problem mit der Auflagenhöhe nicht gelöst. Und so hatten wir am Erscheinungstag eines Buches eine garantierte Mindestauflage schon verkauft. Und da war ich natürlich von Anfang an begeistert dabei. Und seitdem sind über 300 Bücher im Verlag erschienen, die ich alle gelesen habe und die meinen Horizont sehr erweitert haben, die meinen Glauben gestärkt haben, wo ich viel erfahren habe über unsere Gemeinde, über Gott und die Welt.
Und das begeistert mich bis heute. Wir sind durch dick und dünn gemeinsam gegangen in unserer Verlagszeit. Ich war natürlich nicht so lange da wie du. Und wenn ich mich recht entsinne, haben wir zu keinem Zeitpunkt persönliche Spannung gehabt. Deine Art und wie wir zusammengearbeitet haben, das war sehr schön. Der Verlag durchläuft unterschiedliche Entwicklungsphasen. Bis Ende 2017 wurde er als Abteilung des Saatkorn Verlags geführt. Es folgt eine Umfirmierung in die Advent Verlag GmbH. Wolfgang Bartel, der den Verlag bis 2019 geleitet hat, war entscheidend für den weiteren wichtigen Schritt. Ich hatte das Vorrecht oder die Pflicht, das kann man jetzt sehen, wie man will, je nachdem, in welcher Phase dieser Prozess war, dass ich diesen gesamten Generationenprozess, eine sehr, sehr deutliche Verjüngung der Mitarbeiter, dass ich den begleiten durfte. Hier kamen neue Mitarbeiter von außen rein ins Haus, die teilweise noch über wenig fachliche Erfahrung verfügten. Das Unternehmen war in der Zeit finanziell stabil und dann kann man als Geschäftsführer mit so einer Situation anders umgehen. Man kann die Mitarbeiter freier lernen lassen. Man kann gelassener zusehen, wie die Mitarbeiter auch Fehler machen. Und dabei aus eigenen Fehlern lernt man als Erwachsener ja am allerschnellsten. Und ich war sozusagen dann der Letzte von den Alten, der gegangen ist, mit dem guten Gefühl, ja, jetzt ist hier eine Mannschaft. Ja, sie sind jetzt relativ jung, aber die packen das. Ich bin seit Ende 2015 hier und bin Verlagsleiterin. Ich bin verantwortlich für die Redaktion, das heißt also alles, was hier im Verlag erscheint, geht über meinen Schreibtisch. Genauso, also es geht um eine inhaltliche Abnahme, aber auch um Ideenfindung gemeinsam mit meinem Team. Unser Claim Worte, die bleiben, beschreibt ganz gut, warum wir da sind. Wir wollen mit dem Wort Gottes etwas schaffen, was dauerhaft ist, also Menschen zu einer Beziehung zu ihm einladen, zu einem Leben mit ihm, Menschen ermutigen, gleichzeitig aber auch eine Diskurskultur fördern auf eine angenehme Art und Weise. Und das ist das, wofür wir stehen. Hinter der Vision stehen insgesamt 20 Mitarbeiter, die sich auf 3 Abteilungen aufteilen. Die Geschäftsführung ist ein Dreiergespann, wo jeder für seinen Bereich die Leitung übernimmt. Wir haben eine interne Vertriebsstruktur, haben die eigene Logistik, haben eigene Mitarbeiter, die für das Telefon und Bearbeiten der Bestellung zuständig sind. Wir vergeben gar keine Aufträge mehr nach außen im Bereich Vertrieb und Logistik und das macht uns auch stark, weil dann können wir sehr schnell agieren und sehr schnell und kundennah alles ausliefern. Ein weiterer Vertriebskanal sind die Büchertische in den Adventgemeinden. Im Jahr werden 10 bis 15 Bücher herausgebracht, ebenfalls die Zeitschriften Adventisten heute, Hope Magazin und das Studienanleitungsheft zur Bibel. Die Zeitschriften oder unsere Bücher sind wichtig, auch für andere Christen, weil wir uns mit den Menschen beschäftigen. Wir beschäftigen uns nicht ganz klar mit den festen Regeln oder Lehren, sondern wir möchten den Menschen draußen erreichen. Und das geht von jung bis alt. Also wir haben Kinderliteratur im Angebot, wir haben aber auch Biografien, Lebensgeschichten, Dinge, die einem im Alltag begleiten sollen, vielleicht auch Trost spenden sollen und einem zum Glauben anregen wollen. Das Buch Hin und her gerissen von Clifford Goldstein hinterlässt Spuren bei Aribald Wesselow. Der Herr hat mir alles zurückgegeben, nur dass ich meine Schreibtätigkeit jetzt nicht mehr wie einen Gott anbete, sondern als Werkzeug einsetze, um anderen dabei zu helfen, mehr über die Liebe Gottes zu erfahren. Ja, es berührt mich, dass hier ein Mann also durchs Leben geht, das Gespür hat, es muss einen Sinn geben im Leben, aber diesen Sinn auf eine verkehrte Weise sucht. Gott hat gemerkt, dieser Mann interessiert sich. Er muss nur den Weg finden. Durch sein Schreiben
Das war sein Gott sozusagen, einfach dann aufgegeben hat. Ein Jude auf der Suche, der dann auch gefunden hat.